Also für mich als FOH-Mann ist eigentlich der Moment, an dem man den ersten Song anmacht, beim PA-Checken, eigentlich der wichtigste und der interessanteste. Ich mache die PA an und weiß schon relativ viel, wie mein Tag wird. Und da war ich schon sehr begeistert, weil wenn man das System anguckt, gegenüber anderen Systemen, wo man sonst benutzt, performt es dann auf jeden Fall so, wie wenn es schon ein bisschen größer wäre. Und ich sehe das so, das ist ein sehr kleines Footprint, würde ich jetzt sagen, für so ein PA-System. Und der erste Eindruck war auf jeden Fall verblüffend. Beim Line Array ist mein Hauptaugenmerk auf die Low-Mids. Und hier war ich auch sehr erstaunt, was in dem kleinen System dann doch rauskam. Für die Zwecke und vor allem für den Sound, was wir gestern hier gemacht haben, war es mehr wie ausreichend und für mich perfekt. Gestern bei der Show waren Songs, die ein bisschen ruhiger waren, ein bisschen Luft hatten und vor allem, wir haben einen Song, da ist eine Mundharmonika drin, viel Stimme in dem Song und eine Akustikgitarre. Und in diesen Songs ist die PA super aufgegangen und die Übertragung war perfekt. Ich sehe auf jeden Fall einen sehr großen Vorteil von dem System, wenn man es betrachtet, was man bringen muss an Manpower. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, man hat ein Theater, hat verschiedene Darbietungen. Man hat Sprachgestaltung, man hat vielleicht dann auch mal eine Band. Man hat so eine komplette Range. Da sehe ich auf jeden Fall einen Vorteil. Wieder mit dem Nutzenfaktor, dass es einfach ist, einfach aufzuhängen, schnell umzubauen und man kann es auch an verschiedenen Orten anwenden. Da sehe ich es auf jeden Fall sehr weit vorne. Wir hatten gestern zum Beispiel den Fall, dass die Höhen auf der Empore oben einfach nicht richtig angekommen sind. Dann hat man das kurz eingestellt, geht da hinten hin, dreht kurz, muss nichts groß machen, kommt aus der Software, die Einstellungen, die Winkel, fertig. Super Geschichte. Wir machen oft so Akustikshows, da haben wir es auch wieder. Ich kann das alleine aufbauen. In einem ganz großen Bereich wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber für gewisse Einsatzzwecke könnte ich es mir sogar sehr gut vorstellen. Auch im Zusammenhang mit den Bässen. Es ist ja nicht nur so, dass es das Line Array ist oder das Main Hang, sondern auch die Bässe dazu, das hat super funktioniert und das ist mir auch bei Milky Chance sehr wichtig. Es ist eine elektronische Band, viele Bässe, also man kann nicht nur das System oben sehen, sondern muss auch unten sehen und das war mir auch wichtig und das hat auch super funktioniert. Im 500er Bereich mit vollem Set, so dass man richtig Gas geben kann. Wenn es größer wird, würde ich dann eher die Akustikgeschichte sehen, weil da die Luft nach oben wahrscheinlich noch gewährleistet ist. Und da könnte ich mir es auch vorstellen, größer. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, auf eine 1500er Show das als für unser volles Set so zu benutzen, weil da doch dann mehr Schalldruck rauskommen müsste. Aber da sind wir auch in einer ganz anderen Größe und auch in einer ganz anderen Preisklasse.